Hallo und herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Heute zeige ich hier eine Anfänger-Schnitzübung, ein kleines Flachrelief, was ich aber in einer Arbeit zur Anwendung bringe. Also in einer großen Arbeit ist das eingebettet und vielleicht kannst du das ja auch übertragen auf deine Arbeiten. Es kann auch eine viel kompliziertere Arbeit sein, wo du solche Schnitztechniken anwenden kannst. Also von daher schätze ich sowas nicht gering, sondern für mich ist das auch ein Gewinn, was ich sozusagen an komplizierteren Arbeiten einsetzen kann. Solche Erkenntnisse, die ich hier an diesen einfachen Arbeiten im Grunde genommen gewonnen habe. Also ich habe das ja natürlich schon früher gewonnen, diese Erkenntnis, und kann es jetzt auch anwenden an schwierigeren Objekten. Und ich denke, dir geht es auch so. Und wenn dem so ist, schreib es auch gerne in die Kommentare, wie du das vielleicht in Anwendung bringst. Das Ganze lebt ja davon, dass man das dann umsetzt, wenn du vielleicht total begeistert bist und zuschaust und ja, so ein Video dich richtig emotional packt, dann ist es doch auch der nächste Schritt, das dann selber anzuwenden und auch mal über den Schritt rüber zu gehen, wo man sagt, jetzt kriege ich das nicht richtig sauber und jetzt wird das auf einmal nervig und anstrengend. Dann muss man dranbleiben und weitermachen, dass man da eben entsprechend auch vorankommt. Und das wünsche ich dir, und dafür soll das ja auch ein bisschen dienen, ja, dass ich es versuche mal ein bisschen einfacher zu halten und euch da auch ein bisschen herauszufordern, zu catchen, dass ihr die ganze Sache dann gut umsetzt und vielleicht auch einfach umsetzen könnt mit den Werkzeugen, die ich hier eingesetzt habe. Okay, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Schnitzarbeiten und in diesem Video wünsche ich dir viel Freude beim Zuschauen. Ich habe jetzt für euch diese kleine Schnitzübung hier mal vorbereitet. Die spanne ich hier mal ganz unkonventionell in der Hubbelbank ein. Erstens ist es jetzt nicht besonders wichtig, dass das Teil ganz schön wird, weil das wird noch bemalt. Und ich kann es außerdem in der Hand immer noch mal nachschnitzen, wenn es Abdrücke bekommt. Und dass ich das jetzt hier mal schön filmen kann, ist es besser, ich spanne es auf. Und wie ich ja auch oft gesagt habe, für diese kleinen genauen Stiche brauche ich eine schöne Schnittführung. Und da ist es zwar schön in der Hand zu schnitzen, weil ich drehen kann, aber hier ist es so filigran und fein, dass es besser wäre, das Werkstück aufzuspannen. Was haben wir hier genau? Das ist also so eine Sherpa-Tasche für den Bergmann, insbesondere jetzt im Erzgebirge oder auch im Harz fanden die ja Verwendung und heute noch bei den Paradeuniformen. Wir haben also jetzt diese beiden Sherpa-Messer, an denen ich hier gerade schnitze. Und das waren also wirklich auch Gebrauchswerkzeuge, wo der Bergmann dann unter Tage eben zu kontrollieren hatte, ob bestimmte Seile oder Sprossen noch in Ordnung sind. Und weil nicht jeder eine Beil oder eine Barte oder eine Axt mit sich führen konnte, war immer dieses Messer mit sich zu führen. War das ein Hauer im niedrigen Stand, hatte der nur eines dabei, und war das jetzt ein höher gestellter Bergmann, hatte der also eben zwei dieser Sherpa-Messer. Und damit konnte der auch mal eine Sprosse reparieren und sozusagen die passgenau schnitzen, weil die unverzüglich zu reparieren waren. Wenn da unter Tage eine Sprosse angefault war oder gebrochen war, musste das stehenden Fußes getan werden. Und dafür waren also auch diese Messer gut, die ja im Original, würde ich sagen, entspricht es ungefähr so einem Messer hier, und wahrscheinlich war es noch ein bisschen länger, klein wenig länger, und der Griff dürfte maximal so lang wie die Hand gewesen sein. Und damit haben die also tatsächlich auch gearbeitet. Darum geht es jetzt aber nicht, sondern ich will das ja einfach nur schnell mal schnitzen. Ich habe jetzt hier dieses umlaufende Band, also das will der Kunde gern so haben. Das mache ich erhöht, lasse ich also plastisch stehen, und auch den Hammer und den Schlägel ebenso. Ich werde das jetzt hier mit dem Messer umranden. Warum mache ich das hier mit dem Messer? Naja, weil ich habe hier Linde und ich muss da viel quer zur Faser schnitzen, wenn ich es jetzt mit dem Geißfuß umranden würde, zum Beispiel hier. Und das wird manchmal nicht optimal, ja, weil die Geißfüße sind eben viel im Gebrauch, und da müsste ich mich erstmal hinsetzen, den Geißfuß schön scharf machen. Längs zur Faser geht es immer sehr gut. Deshalb werde ich jetzt hier diese Hämmer mit dem Schnitzmesser umranden. Ja, ich fahre da einfach rein, das ist sehr schön schlank und scharf. Ich komme mit diesem Stich, den ich hier ausführe, ungefähr so 1,5 mm, also 1 mm bis 1,5 mm komme ich auf jeden Fall rein. Wenn ich ein bisschen ungleichmäßig arbeite, vielleicht mal 2 mm. Und das sollte auch reichen.
Wir sind also hier in einem wirklichen Flachrelief, was ich hier ausführe. Und das sind einfach die Grundlagen, ja. Und die wiederhole ich immer wieder, ohne jetzt müde zu werden dabei. Und das ist total wichtig, ja. Das sitzt. Damit sichere ich meine Kante hier oben überall. Ziehe das hier immer schön ein. Ich kann den Daumen zum Beispiel auflegen. Wie beim Schnitzen in der Hand führe ich sozusagen die Spitze des Messers. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich mich mit dem Bereich nicht in den Daumen schneide. Oder ich tue das hier wie so ein, wie soll ich sagen, Linolschnittmesser oder halt in Intarsien tut man ja, glaube ich, auch in der Richtung arbeiten, dass ich das hier mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger so dazwischen lege und dann diesen anderen Finger hier zur Führung benutze, für den Ansatz lediglich, mich natürlich auch nicht an der Schneide verletzen darf. Und fahre hier ringsrum. Das ist sehr exakt, sehr genau. Und das Schöne ist eben auch, ich bin sofort an der Form dran. Ja. Mit dem Geißfuß habe ich nicht diese Exaktheit. Es ist nicht so exakt. Die Spitze unten lässt zwar eine Ecke erscheinen, aber wenn ich mir das mal ganz genau angucke mit einer wirklichen Vergrößerung, merke ich schon, ja, das ist rein mechanisch. Mit dem Reinstechen da in das Holz entsteht da unten immer noch mal eine kleine minimale Rundung meistens. Hier ist es schon recht eckig geworden, das ist schon ziemlich scharf, mein erster Geißfußschnitt hier, aber diese genaue Stichabbildung hier ist eben doch noch mal was anderes, wenn ich ein wirkliches Werkzeug nehme. Ich nehme jetzt hier das Schnitzmesser, weil wenn ich ein gerades Eisen nehme, dann bin ich nicht so flexibel, ja, und auch nicht so schnell. Ich bin hier nach meiner Auffassung mit dem Schnitzmesser schneller. Ich habe mir das jetzt hier einfach so freihand aufgezeichnet. Man tut es dann so lange, ja, ausgewogen aufzeichnen. Also ich kontrolliere erstmal hier den Abstand rein optisch, das passt. Hier zum Knopf brauche ich einen Abstand, hier oben darf ich nicht zu hoch. Das legt das Ganze schon mal fest. Die Breite dieses Bandes tue ich dann auch optisch einziehen. Dann ziehe ich hier ein Kreuz rein und male halt diese beiden Hämmer rein. Wenn man es ganz genau haben will, muss man sich eine Vorlage am besten irgendwo ja, in einem Programm generieren oder aus dem Internet runterladen und dann kann man sich das natürlich auch ganz genau machen. So, jetzt sieht man hier schon schön das erste Problem. Ich habe nämlich hier vergessen zu schneiden und das ist also wichtig, diese Kante wirklich zu sichern. Das ist jetzt insofern nicht schlimm, weil ich immer noch mal ein bisschen tiefer machen kann und das auf jeden Fall ausgleichen kann, aber ich wollte es auch mal zeigen, dass man sieht, es ist wichtig, ja überall erst einmal abzustechen. Wenn jetzt jemand sagt, er macht es trotzdem mit dem Geißfuß oder hat was Größeres, wo er jetzt den Geißfuß nimmt, da möchte ich also niemanden jetzt aufhalten, aber es geht darum, ich muss es erstmal in irgendeiner Form umranden, dass diese Kante mir nicht wegfliegt oder irgendwo etwas passiert. So, und jetzt muss ich natürlich auch an das Band mich schön heranarbeiten hier, dass ich jetzt wirklich also auch hier herumfahre mit dem Schnitzmesser. So, ich mache das auf Freihand, diese Vorzeichenarbeit, dass das Ganze mehr organisch wirkt und immer noch eine Schnitzarbeit bleibt. Ja. Das ist ja das, wir haben ja heute diese CNC-Technik oder auch 3D-Drucktechnik, was ja immer mehr im Kommen ist. Und das ist einfach alles extrem perfekt. Ja. Und dem gegenüber kann ich natürlich was Organisches stellen. Und das fällt eben auf durch diese kleinen Ungenauigkeiten und Unperfektheiten. Das ist nun mal unser Leben. In allem, was wir tun, ist halt so. Und da ist es aus meiner Sicht schon fast wie eine Wohltat, dass man noch sieht, okay, das hat wirklich ein Mensch gemacht und das hat irgendwie ein Leben noch in sich. Ja. Deshalb mache ich das so, aber wenn man es noch genauer haben will, muss man eben auf Computerarbeit dann entsprechend zurückgreifen. So, jetzt nehme ich nochmal den Geißfuß, weil der mir halt erlaubt, wirklich an die Ecke heranzukommen, dass ich da auch den Eckbereich schön sauber gleich wegschnitze.
Wenn ich jetzt ein gerades Eisen nehme, ja, dann steche ich nochmal mehr, muss ich mehr an diese andere Form wieder ranstechen. Das kann wieder Abdrücke hinterlassen. Also nehme ich doch mal lieber ein bisschen Geißfuß. Aber diese Exaktheit in diesem Vorstechen, das schafft halt wirklich nur dieses Schnitzmesser. Und dann fällt der Span auch weg. Das wird dann mal vergoldet hier oben, diese Elemente. Deshalb ist es jetzt von der reinen Tiefe her, brauche ich wirklich eigentlich nur 1 Millimeter, maximal 2 Millimeter. Desto tiefer ich es mache, desto schwerer wird es sauber zu schnitzen. Und es ist eigentlich mehr so eine Gravur fast schon. Aber im Holzbereich muss ich eine gewisse Materialtiefe abtragen, sonst ist das handwerklich nicht mehr ausführbar. Also wenigstens 1 Millimeter muss da weg. Hier habe ich jetzt einen Stich 2 Millimeter. Der ist insofern schön, dass er einfach in die ganz kleinen Eckbereiche reinkommt und ich auch immer noch über die Fläche schnitzen kann durch diese minimale Wölbung im Eisen. Die Gefahr, die bei diesem Eisen besteht, ist, dass man eben zu viele Schnitte macht, wie jetzt hier schon. Aber ja, es ist halt ein Eisen, was eben auch hier super reinpasst. Also wenn ich zu viele Stiche nebeneinander mache, sehe ich immer noch einen unsauberen Hintergrund. Aber das funktioniert jetzt hier schon. Also die Ecke erscheint sehr schön sauber und scharf. Die Fläche ist auch in Ordnung. Und die Späne fallen halt wirklich weg. Ich kann auch, da wo mehr Platz ist, nehme ich halt den 5 mm breiten Stich 2. Der geht auch schön. Die Marke der Werkzeuge, ich habe ja jetzt hier gerade Pfeileisen in der Hand gehabt. Dieses Messer habe ich mal selbst gebaut. Aus einem Kalkstegenblatt. Es geht mir jetzt nicht hier um eine bestimmte Marke oder ich bin auch kein Pfeil-Prophet oder so, sondern ihr müsst letztendlich die Eisen nehmen, die ihr zur Verfügung habt. Ob das jetzt alte Werkzeuge sind vor dem Krieg oder englische Eisen oder ob es alte DDR-Werkzeuge sind oder Dastra-Werkzeuge, was auch immer ihr da habt. Das spielt jetzt letztendlich nicht die Rolle aus meiner Sicht, sondern man muss irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, wie verläuft die Maserung, wie tief steche ich hier rein, dass ich auch spüre, wenn ich jetzt hier weiter arbeite, dass das möglichst die gleiche Tiefe gewinnt und so. Und ich verwende diese Eisen, weil ich das also von jemand anderem bekommen habe, der eben aufgehört hat zu schnitzen. Und da bin ich eben sehr günstig an bestimmte Werkzeuge rangekommen, deshalb verwende ich zum Teil auch dann Pfeileisen und sowas. Natürlich muss ich da auch mit meinem Geld wirtschaften, das steht außer Frage. Und ja, wenn jetzt hier mal sowas ist, das war ja ganz am Anfang, hatte ich da schon ein bisschen zu viel weggeschnitzt, schnitze ich einfach wieder oben drüber. Das Problem ist dann nur, ich sehe halt nichts mehr, wo jetzt die Kanten verlaufen. Kann ich das auch mal vorsichtig nachziehen. So, dann schneide ich auch mal in die andere Richtung. Wenn jetzt die Faser einem da einen Strich durch die Rechnung macht und man kann zum Beispiel nicht in diese Richtung schneiden, weil das sonst spaltet oder so, dann müsste ich halt hier hoch zuarbeiten. Irgendwie gibt es immer einen Weg.
Hier war jetzt jemand da, der möchte gern für ein Grab mal eine V-Fuge oder eine Kerbnut geschnitzt haben, also die Schrift. Das möchte er einfach so haben, das ist sein Wunsch. Aber es fällt ihm schon schwer, sich das vorzustellen. Ja, da habe ich gemerkt, okay, das braucht eine gewisse Vorstellungskraft, sich auch diese Ebenen, diese Flächen zum Beispiel vorzustellen. Oder wenn ich jetzt hier umlaufend noch tatsächlich eine Kerbnut ziehen werde, ja, wie kann ich mir sowas vorstellen, ja, wie sowas ausgeführt wird? Da habe ich gemerkt, der Mann ist hochgebildet, der hat studiert. Also da kann ich nur meinen Hut ziehen und alles. Ein hochgebildeter Mann, und dann merke ich in dem Gespräch, er hat eine Schwierigkeit, sich das vorzustellen mit dieser V-Fuge. Das ist ja nur wirklich mehr oder weniger primitiv. Aber sowas trainiert das eben, ja. Es ist ja auch eine plastische Ausführung jetzt dieser zweidimensionalen Arbeit im Grunde genommen. Und da geht es ja bei dem Schnitzen immer darum, wie kann ich das jetzt räumlich darstellen? Das ist ein Ansatz. Und wie ich es jetzt handwerklich gemacht habe, zeige ich jetzt hier. Und jetzt spüre ich aber auch so ein bisschen so eine gewisse Unlust. Hier Fussel und da muss man jetzt dahinter bleiben, ja, dass man jetzt in diesem Stadium weiter schnitzt. Wenn ich jetzt hier mit meinen Händen führe, man sieht es nicht, aber ich tue sensibel, wirklich sensibel schieben nur. Ganz sensibel nehme ich hier Späne weg. Wenn mehr Platz ist, nehme ich das breitere. Wenn der Span hängen bleibt, das ist natürlich immer nicht so schön. Das bedeutet, ich muss danach stechen. Aber gerade hier, das ist so ein kleiner lästiger Bereich, aber dennoch kann das ein Blickfang sein. Und da ist es dann wichtig, weiterzuarbeiten. Ja, jetzt kommen ja schon so ein bisschen die Probleme, dass ich da von oben runter nicht richtig arbeiten kann. Aber hier hoch zu geht es noch, wegzuschnitzen. Wenn das kleine Flacheisen scharf ist, geht es auch. Also dann nicht nachgeben, nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen und sagen, jetzt ist genug und ich nehme Schleifpapier oder ein Vlies und ruppel hier nochmal drüber und fertig. Würde ich nicht machen. Also wirklich nochmal bis zum bitteren Ende schnitzen. Außer man ist jetzt einen so sehr unter Druck, dass man es nicht aushält. Dann hast du vielleicht andere Probleme, aber ich denke, wir kriegen das alle hin, wenn wir uns dahinter klemmen. Und fertig ist es dann, wenn sozusagen es gleichmäßig ist. Es muss nicht alles perfekt geschnitzt sein, aber wenn alles insgesamt gleichmäßig ist, das ist ja wie, weiß nicht, wenn jemand eine Wand verputzt oder so, sie kann Strukturen haben, aber dann bitte überall gleichmäßig, ja. Oder beim Verlegen eines bestimmten Musters mit Fliesen und so weiter. Man kann ja auch mit künstlerisch anmutenden Motiven eine Wand fließen, aber dann muss das auch eine gleichmäßige Rhythmik haben. Man kann auch mit gebrochenen Fliesen und alles arbeiten, was am Ende genial erscheinen lassen. Aber das muss halt ein gesamtstimmigen Eindruck hinterlassen. Ist das meine Ansicht? Und ich würde sagen, das geht jetzt hier in die Richtung. Ja. Ich sehe noch so ein paar kleine Unebenheiten, aber für den Gesamteindruck der Arbeit ist es jetzt in Ordnung. Also, dass es alles weitestgehend so passt. So, jetzt versofte ich hier nochmal ringsrum. Das lasse ich einfach nur so ein bisschen schräg daran laufen. Also, es ist nicht alles jetzt ganz tief. Hilft dir ungemein,
das Vorstechen. Das Umranden mit dem Schnitzmesser ist da eine wirkliche Hilfe und Erleichterung. So, und jetzt geht es aber nochmal hier ran, auch das nochmal plastisch auszuarbeiten, dass dieser Hammer sich vom Stiel abhebt. Auch hier Schlägel und Griff muss ich trennen und ich muss noch den Griff des Schlägels unter den Fäustel schieben. Lässt sich auch herrlich mit dem Schnitzmesser machen. So. Ich schnitze jetzt noch ein bisschen ringsrum. Auf diese Weise kann ich hier oben auch nochmal den Bleistiftstrich entfernen. Das Erstaunliche ist ja, dass diese Späne, die man hier abhebt, wirklich extrem dünn sind. Wenn man es schafft, eben das Werkzeug schön scharf zu bekommen, kann man ja ganz hauchzarte Späne abheben. Man kann es wegradieren, wenn es besonders schnell gehen muss. Aber das ist manchmal verwirrend, weil manchmal bleibt doch immer noch was hängen von den Bleistiften. Und so sehe ich es nochmal genauer. Auf jeden Fall sehe ich natürlich auch noch all meine Schnitzspuren. Das ist jetzt also eine ungeschönte Arbeit, wo ich also wirklich auch noch sehe, dass sie auch nicht überall 100% sauber ist. Und wie gesagt, so ist ja dann manchmal das Leben. Ich habe die Möglichkeit jetzt hier noch ein bisschen zu verbessern. Wie man sieht, so kleine Kanten. Hier und da muss ich noch über den Hintergrund doch nochmal drüber schnitzen. Diese Ecke hier oben ist besonders schwierig. Also der Übergang im Hintergrund. Ja, so im Großen und Ganzen habe ich jetzt diese Gleichmäßigkeit schon fast drin. Man muss eben jetzt nur diese Präzision und das Feingefühl haben, dass ich mit den Schnitten, die ich jetzt oben drüber mache, dass ich da nicht nochmal mir alles runterschneide, sondern da muss ich jetzt also wirklich vorsichtig schnitzen. Nicht zu viel abheben. Und ich muss auch mir sicher sein, dass der Faserverlauf zu meiner Schnittführung passt. Oder meine Schnittführung zum Faserverlauf, so rum ist natürlich richtig. Also dass ich nicht ungewollt gegen die Faser schneide. So, jetzt habe ich ja noch mal ein bisschen was weggenommen. Jetzt habe ich doch wieder das Bedürfnis, es genauer nachzuarbeiten. Es ist in Ordnung. Mir geht es jetzt darum, nochmal die Kanten genauer zu machen. Sie schön genau durchlaufen. Also beim Schlägel ist mir das nicht ganz gelungen. Diese Linie hier, die hat hier in der Mitte noch einen kleinen Bauch bekommen. Ja. Naja, immer wenn man wieder einen neuen Schnitt macht, ergibt sich das nächste Problem. Jetzt
breche ich hier oben noch so ein bisschen diese Kante. Aber wenn man das nicht mehr wahrnimmt oder sieht, würde ich das jedem nachsehen. Man könnte jetzt auch hier mit dem Vlies drüber rubbeln und sagen, das soll jetzt der Vlies erledigen, das Verbrechen dieser Kanten. Aber den Einsatz von so einem Vlies würde ich immer auf Minimum beschränken. Hier oben soll jetzt noch das beschnitzt werden. Und zwar will ich das jetzt hier einfach so machen, in einer sternförmigen Anordnung, dass diese Schnitte wie so Strahlen kreisförmig über diesen Rand laufen. Hier bricht das natürlich ein bisschen aus. Wenn ich jetzt hier quer zur Faser schneide, man sieht, dass das hier ein bisschen ausbricht. Das kann man eben nur kompensieren, indem das Eisen möglichst ganz scharf ist und dass ich nur wenig wegnehme. Ja, also dezent spüren, was macht das Material. Ja, hier komme ich nicht mehr richtig raus, wenn ich von da arbeite, wegen der Werkbank. So. Das war jetzt mal wirklich eine ungeschönte Arbeit hier. Diese Ungenauigkeiten, die muss ich noch ein bisschen wegarbeiten, dass auch wirklich diese Schnitte ein bisschen ausgewogen wirken. Okay. Hier unten steche ich auch noch den Knopf rein. Es geht ja um das Prinzip, was dahinter ist, dass man das kennenlernt, dass man das praktiziert, dass man sich auch im Klaren ist, was dazugehört. Man kann das mit ein paar wenigen Schnitzeisen machen. Für den Knopf habe ich im Übrigen einen Stich 8 verwendet. Er ist auch 8 mm breit, sehe ich gerade. Der ist von Dastra gewesen. Das ist ein sehr schön universell einsetzbares Werkzeug. Ja, hier sehe ich jetzt, mein Rand ist ein bisschen zu tief gekommen, da muss ich hier noch mal ein bisschen nacharbeiten. Ich kann auch mit der Ecke des Eisens, wie man gesehen hat, jetzt das tun, was ich mit dem Schnitzmesser gemacht habe. Das ist von meiner Sicht aus das Schöne. Es geht mir hier nicht darum, das besonders dogmatisch zu verkünden und sagen, nur dieser eine Weg funktioniert, sondern da kann auch jeder ein bisschen seine eigene Note einbringen. Was hier eher nicht gut wäre, ist eben der Geißfuß, mit dem ich alles von Anfang bis Ende schnitze, weil er nicht immer
durch seine mechanische Beschaffenheit oder Konstruktion hier einfach nicht fein genug ist aus meiner Sicht. Und er sich auch nicht immer so toll schärfen lässt, beziehungsweise er müsste dann immer sehr scharf sein und den braucht man ja für alles Mögliche. Und ja, könnte dann auch ein bisschen übertrieben sein, hier für nochmal den Geißfuß zu schärfen. Dann halt lieber andere kleine Eisen nehmen, die schön scharf sind und das reinstechen. So, diese Kante hier nochmal. Ja, es wird also schnell wieder mehr, wie man denkt. So, und jetzt fehlt nur noch hier dieser Rand. Den mache ich jetzt nur noch schnell, alibi-mäßig. Also so wie diese ganze Sherpa-Tasche hier gestaltet ist, ist sie jetzt auch nicht die schönste Gestaltung und von daher darf das auch mal ein bisschen schneller gehen. Hier geht der Geißfuß jetzt wieder ganz gut. Den hatte ich vor uns auch schon für andere ähnliche Sachen in Gebrauch. Das Komische ist irgendwie, dass der etwas breitere 6 mm sich immer noch schöner schneiden lässt oder in der Schnittführung schöner ist als wie der 3 mm. Also ich frage mich echt, warum das so ist. Irgendwie, weil das ein bisschen größer ist, lässt sich das irgendwie schöner anfassen. Man schnitzt dann mit etwas mehr Schmackes irgendwie. Übt doch ein bisschen mehr Druck aus. Das Eisen ist schön steif. Der hier hingegen, da hat man manchmal das Gefühl, er gibt schon irgendwie nach, aber es stimmt eigentlich gar nicht. Und er ist auch in der Handhabung so scharfkantig nochmal, weil er so klein und dünner ist. Also das macht hier irgendwie Spaß, auch mit dem bisschen größeren Eisen zu schnitzen. Und ich habe auch also ungefähr 3 Geißfüße immer in Gebrauch. Einen 12 mm breiten, den 6er und den 3er. Und manchmal auch noch den 2 mm Geißfuß. Und wenn ich viel Geißfüße benötige, dann habe ich auch noch einen, ich glaube, einen 10 mm mit einem bisschen stumpferen Keilwinkel. Ich habe jetzt hier nochmal die Kante gebrochen mit dieser Flanke hier. Ist ja wie so ein Balleisen. Erstmal kurz zweckentfremdet. Also ein paar Geißfüße sollte man schon haben. Manche nehmen die auch zum Anliegen. Da gibt es auch so große von Stubai. Auch unten mit einer Rundung, wo sonst die Spitze ist, haben manche auch eine Rundung. Hier nochmal zu sehen, wie die Sherpa-Tasche an der Figur sitzt. Hier eben am Gürtel. Einfach da dran sitzt das Ganze. Das habe ich ausgeführt jetzt in der Schnitzarbeit, was ich hier gezeigt habe. Es geht da mehr so um eine Fernwirkung. Und wenn das dann mal vergoldet wird, sieht man es dann auch richtig gut. Wenn die Figur noch viel kleiner ist, muss man außen das weglassen, dass man es überhaupt noch darstellen kann. Aber ich denke, vom Schnitzen her ist das jetzt hier mal deutlich geworden, wie ich das gemacht habe, wie man das umsetzen kann. Und dann, wie das in so ein Gesamtwerk hier eingebettet wird. Also vielleicht kannst du das ja auch anwenden auf Arbeiten, die ja so ähnlich sind oder irgendwie ja sowas zum Ausdruck bringen sollen, was du vielleicht noch anmalst oder irgendwie einfach, wo du nur einen Höhenunterschied brauchst. Dafür ist das mal gedacht und natürlich sind es auch Schnitzübungen, wo man die ganzen Grundlagen immer wieder durcharbeiten kann, die man ja dann regelmäßig anwenden muss, wenn man schnitzen möchte. Okay. Ich denke, das ist eine ganz schöne Sache geworden und wenn es hilfreich war, schreib es auch gerne in die Kommentare rein.
Ich danke dir fürs Zuschauen. Lass mir hier gern einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Das Ganze ist natürlich kostenlos für dich und du verpasst keine neuen Videos mehr. Wenn du sagst, das hat mich total erreicht und ich gehe da immer gerne mit und mich begeistert das, unterstütze mich gerne hier über PayPal zum Beispiel. Ich denke, während Corona hat jeder irgendwie jetzt mittlerweile PayPal mal aktiviert, um da irgendwas im Internet zu bestellen und so weiter. Dann nutze das gerne auch, um vielleicht deine Lieblingskanäle oder ja, Lieblingsleute mit zu unterstützen. Du weißt hier, die Kameratechnik kostet Geld oder ja, die Arbeit am Computer und so weiter, diese ganze Arbeitszeit natürlich, ist es auch ja, ein Arbeitsaufwand. Und wenn du mich da unterstützen willst und sagst, du profitierst davon, dass es hier auch immer weitergeht, dann mach das gerne und unterstütze mich hier über PayPal. Ja, ich wünsche dir viel Freude mit deinen eigenen Schnitzarbeiten. Gib vielleicht auch gerne was in Auftrag, wo du sagst, ich würde das unbedingt gerne hier sehen auf diesem Kanal oder du hättest gerne das als privates Lehrvideo. Dann kannst du das bei mir auch in Auftrag geben und ich setze das dann für dich nach deinen Wünschen um. Okay, vielleicht sehen wir uns wieder in einem neuen Video. Bis dahin wünsche ich dir viel Freude mit deinen Arbeiten. Mach's gut, bis zum Wiedersehen und